Hi, heute probiere ich Curve-Bending-Schnitte mit 3 unterschiedlichen Maschinen aus. Vielleicht auch noch von Hand. Willkommen bei Toolsinnig. Zuerst habe ich mir die Zugsägestation aufgebaut, nochmal in aller Ruhe sauber eingestellt und nach den Angaben aus einem Online-Kalkulator die Schnitte angezeichnet. Die Einstellung des tiefen Stopps war recht komfortabel, da man von der Seite sowohl Material als auch Sägeblatt noch gut sehen kann. Die Skala beim tiefen Stopp selbst habe ich erst im Nachhinein so richtig wahrgenommen, muss ich sagen. Aber ich habe damit auch noch nie Nuten gesägt bzw. den tiefen Stopp selbst erst einmal genutzt. Sieben Schnitte hat mir der Online-Rechner vorgegeben, mir kam der Abstand aber schon ziemlich weit vor. Egal, der Computer sagt ja, also wird das jetzt durchgezogen. Ich empfehle hier einen zusätzlichen Gärungsanschlag zu befestigen, damit die eingestellte Schnitttiefe auch durchs ganze Brett gleichmäßig ist. Man sieht im Schnittbild sehr gut, dass die Stärke des Materials sehr unterschiedlich ist. Je weiter das Sägeblatt von der Maschine weg ist, desto mehr wirkt sich der Hebel nach unten aus. Ich fand es schwer, den richtigen Druck aufs Material zu bringen. Ich denke, wenn jemand insgesamt besser mit der Maschine vertraut ist und mehr Gefühl entwickelt hat, die Hebelwirkung auszugleichen, kann man leicht bessere Ergebnisse erzielen. Also eine Säge in der Bauform ist nicht ideal, heißt aber noch lange nicht, dass es nicht geht. Wie die Biegungen geworden sind, siehst du später im Video im Direktvergleich. Ich denke aber, dass da sowohl die Handkreissäge als auch die Tischkreissäge die Nase vorn haben wird. Da ist einfach weniger Raum für Toleranzen oder Fehler in Sachen Schnitttiefe. Für den Versuch mit der Handkreissäge mache ich auf die gleiche Breite 2 Schnitte mehr. Keine Ahnung, ob ich bei den Eingaben in dem Kalkulator was falsch gemacht habe, aber der erste Versuch wird niemals ein 90-Grad-Winkel. Das Einstellen der gewünschten Schnitttiefe bei der Handkreissäge war erstmal wesentlich unbequemer als mit der Kappsäge. Irgendwas unterlegen, das die Materialstärke hat, die nach dem Schnitt stehen bleiben soll, ist irgendwie auch nicht genauer als die vorhandene Skala an der Maschine selbst zu nutzen. Da habe ich mit Testschnitten an Opferholz und Messen ein besseres Gefühl gehabt, die gewünschten 10 bis 10,5 mm Schnitttiefe auch zu treffen. Ich nutze eine Führungsschiene, wer keine hat, kann das Ganze von Hand versuchen oder klemmt sich halt irgendeine Art Anschlag dran. Also bisher fällt mir nichts ein, warum das nicht genauso gut werden sollte wie mit einer Tischkreissäge. Langsamer? Ja, sicherlich. Was ich mit der Übung hieraus bauen möchte, kannst du in einem der nächsten Videos sehen. Also gerne Abo dalassen und wenn es dir bisher gefällt, freue ich mich auch sehr über ein Like. Für die wohl am häufigsten genutzte Methode fehlt mir aber noch ein Schiebeschlitten. Also fix eine Light-Version gemacht, die hierfür ausreichen sollte. Für diese Schnitte habe ich dann nochmal den Kalkulator bemüht, weil das auch die Herstellungsmethode für die Kerben sein soll, die ich im eigentlichen Projekt anwenden will. Die Einstellung der Schnitttiefe ist die bequemste und man muss weder Werkstück noch Säge vor dem Schnitt großartig ausrichten. Also es hat schon seinen Grund, warum das fast alle mit der Tischkreissäge machen. Mir ging es ja auch nur darum zu zeigen, dass es auch geht, wenn man keine hat. Man muss sich nur trauen. Bei der Biegung der Schnitte mit der Kappsäge hatte ich nicht so viel Hoffnung, was aber nicht nur am Werkzeug liegt. Ich war da mit der Schnitttiefe etwas zu vorsichtig und die Materialstärke ist mit etwas über 2 mm zu hoch für eine sanfte Biegung.
Auf der anderen Seite hätte ich bei einigen Schnitten durch die Hebelwirkung des Arms durch das ganze Material gesägt, hätte ich eine höhere Schnitttiefe eingestellt. Aber es geht definitiv. Was ich jederzeit mit der Säge und der Methode machen würde, wären zum Beispiel Überblattungen für Balken oder ähnliches. Für Kerbschnitte müsste ich aber schon etwas virtuoser mit der Maschine umgehen können, um das Ergebnis zu bekommen, das ich will. Die Biegung mit den Handkreissägeschnitten funktioniert, wie sie soll. Die Einstellerei ist ein bisschen nerviger als bei den anderen Sägen, aber die Methode würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man keine Tischkreissäge zur Verfügung hat. Die Tischkreissäge ist am einfachsten einzustellen und in Verbindung mit einem Schiebeschlitten sicher am effektivsten. Das ist wohl keine Überraschung. Was all diese Methoden aber gemeinsam haben, ist der Spalt, der beim Biegen übrig bleibt. Um die Spalte zu verschließen, gibt es aber natürlich wirklich hübsche Detaillösungen oder man nimmt PUR-Leim, der aufschäumt und die Lücken schließt. Oder man fräst die Schnitte mit einem V-Fräsbit. Mal sehen, ob ich sowas Ähnliches mit der Handsäge und einem Helfer hinbekomme. Der Aufwand lohnt sich beim Multiplex in meinen Augen jetzt eher nicht. Bei Arbeiten mit Vollholz ist das aber nochmal was ganz anderes. An dem Teststück versuche ich jetzt noch das Ganze mit einer Handsäge bei gleicher Schnittlänge. Ich glaube nicht, dass ich geübt genug dafür bin, dass das klappt, um ehrlich zu sein, aber schauen wir mal. Man könnte sich sicher eine bessere angewinkelte Führung bauen, um damit einen V-förmigen Keil auszuschneiden und damit vielleicht das gleiche Ergebnis zu erhalten, das man auch mit einem V-Fräser erreicht. Nicht zu tief zu sägen, stelle ich mir allerdings sogar für geübte Profis als echte Herausforderung vor. Aber davon bin ich auch weit entfernt. Seinen eigenen Reiz hat das Ganze allerdings schon, besonders wenn man viel Wert auf ganz traditionelle Herangehensweisen legt. Ich habe in der Zwischenzeit auch gemerkt, dass ich in dem Online-Kalkulator 2 Stärken der Sägeblätter verwechselt hatte und deshalb nicht 100%ig richtige Angaben bekommen habe. Auch wenn ich im Grunde von Anfang an vorhatte, die Tischkreissäge für mein kommendes Projekt zu verwenden, bin ich jetzt am Überlegen, die Handkreissäge zu nehmen. Da das Blatt mit 0,7 mm dünner ist und ich damit am Ende vielleicht schönere Rundungen hinbekomme. Ich werde da wohl noch ein bisschen herumprobieren. Bis dahin würde ich die Maschinen für diese Anwendung mit dieser Sternewertung beschreiben. Eine Zugsäge 2 von 5. Gut einstellbar, aber man muss mit viel Gefühl arbeiten. Es braucht wirklich nicht viel Kraft, um 1 bis 2 mm Spiel am ausgefahrenen Arm zu erzeugen. Handkreissäge 4 von 5. Nicht so gut einstellbar, aber im Prinzip die einzige Fehlerquelle ist die Ausrichtung der Maschine auf dem Werkstück. Tischkreissäge, klar 5 von 5. Easy einzustellen, einfach umzusetzen. Es funktioniert aber auf jeden Fall mit allen 3 Maschinen, also egal über welche du verfügst, einem Curve-Bending-Versuch steht nichts im Wege. Auch wenn die Methode von Hand bei mir jetzt nicht geklappt hat, was keine große Überraschung war, so ganz aus dem Kopf gestrichen habe ich sie noch nicht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.